Hallo und herzlich willkommen zu Bike Ergonomics, eurem Kanal für mehr Komfort, bessere Performance und vor allem für entspannten, beschwerdefreien Fahrspaß auf eurem Bike. Heute für euch im Studio ist Dr. Kim Tofauti, promovierter Sportwissenschaftler und einer der renommiertesten Experten für Fahrradergonomie und Bikefitting. Hallo Kim, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Volker, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, was haben wir genau vor? Also wir möchten ab heute an dieser Stelle regelmäßig einen Schwerpunkt jeweils zum Thema gesundes Radfahren ausführlich behandeln. Dazu werden Experten verschiedener Fachgebiete euch zeigen, ganz grundsätzlich, also wie ihr auch lange oder längere Touren auf eurem Bike möglichst stressfrei, ohne Probleme genießen könnt. Ja, und ich glaube, es ist so, dass etwa 80% aller Radfahrer spüren irgendwas beim Fahren, haben Probleme, Beschwerden unterschiedlichster Art. Wo sind so diese klassischen Problemzonen, Kim, wenn ich mich aufs Rad setze und länger unterwegs bin? Diese Zahl von 80% finde ich sehr, sehr hoch. Ich konnte das fast selber gar nicht glauben, als ich dann diese Studien gelesen habe. Ich habe auch selber Studien dazu gemacht. Und es gibt andere Studien, die noch zeigen, dass es viel, viel mehr Leute sind. Also Entschuldigung, es stimmt wirklich. Also auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, das kommt hin. Dass also 4 von 5 fahren gerne Rad, sind gerne unterwegs, aber haben irgendwas, was suboptimal ist. Es ist natürlich auch eine Frage der Dauer und der Intensität. Auch wenn man das wirklich begeistert als Sport macht, so wie wir beide, dann fährt man natürlich auch länger als nur 10 Minuten zum Bäcker und dann hat man natürlich diese Beschwerden und dann kennt man das auch. Und es ist so, jeder kennt das, Sitzprobleme. Das heißt, die Sitzknochen drücken oder im Genitalbereich wird es taub. Das sind natürlich unschöne Begleiterscheinungen. Man akzeptiert es oft so, aber es ist eigentlich nicht nötig, denn man kann ganz viele Dinge tun. Man kann das Rad richtig einstellen, man kann ein gutes Equipment wählen und das würden wir euch zeigen. Also es nervt kolossal. Also zum Glück hatte ich mit dem Sattel bis jetzt weniger Beschwerden. Da habe ich relativ schnell einen gefunden, der passt. Dafür hatte ich es zum Beispiel mit den Füßen, Fußsohlen haben gebrannt. Irgendwann taten die Füße richtig weh. Ich wusste nicht warum, weshalb. Und jetzt sehe ich da so ein Schaubild und frage mich, warum zum Teufel tun Füße unten weh, wenn ich Rad fahre? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Aber wir können ja mal gerade mal an dem Schaubild zeigen, Gerne, woran das liegen könnte. Ja, wir haben ja hier den Kontakt mit den Füßen, das ist die Hauptkraftübertragung zum Rad und der Mensch ist sozusagen der Motor. Und dann haben wir den Kontaktboden Sattel, der lastet das Hauptgewicht des Körpers drauf, normalerweise zumindest, wenn man nicht gerade Jan Frodeno ist und das meiste Gewicht auf den Händen hat. Aber der hat auch einen speziellen Lenker und selbst so ein Profi muss das Rad optimal einstellen, damit er seine Leistung bringt. Und man kann sich vorstellen, so ein Ironman, ja, das sind 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, ein Marathon hinten drauf. Das heißt, wenn man komfortabler ist, spart man sehr viel Energie und das ist auch effizienter. Ja, also ich habe dann auch natürlich gegoogelt, im Internet geschaut, woran kann es liegen, dass unten die Füße oder der Nacken. Ne? Und dann gibt es ja so allerlei so Faustformeln. Wenn ich mich so über den Lenker beuge, soll ich irgendwie unten die Narbe sehen. Weiß der Geier, hat nichts genutzt bei mir. Ja, wir haben natürlich dieses sogenannte magische Dreieck. Das heißt, die Kombination aus Füßen, Händen und Sattel, das muss im richtigen Verhältnis stehen und passend sein für das Rad oder die Disziplin, die man ausübt. Ein Rennradfahrer sitzt anders drauf als ein Triathlet oder als ein Mountainbiker oder als ein Tourenfahrer. Und auch für all diese Zielgruppen werden wir die entsprechenden Tipps dann geben. Das heißt, der Tipp für Rennradfahrer wird anders aussehen als der Tipp für einen Tourenfahrer. Aber für alle ist es gleich wichtig, optimal auf dem Rad zu sitzen, damit du keine Beschwerden hast, maximalen Komfort und auch eine gute Effizienz. Also das wären dann wahrscheinlich erstmal Tipps, die nicht unbedingt gleich immens viel Geld kosten, sondern sich regulieren lassen über Sattel etwas höher. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auch ganz tolle Produkte natürlich, die man kaufen kann, wie gute ergonomische Sättelgriffe oder auch Sachen hier für deine Füße. Ja, aber man kann natürlich auch mit der Gliedeinstellung schon mal anfangen. Das heißt, wie ist der Fuß hier auf dem Pedal positioniert? Und da geben wir einfach ganz praktische Tipps, sodass das jeder nachvollziehen kann. Ja. Und ich glaube, das hat auch lange gefehlt. Es gab überhaupt keinen einfachen
Vlog, der das erklärt hat. Und ich glaube, dass wir das perfekt lösen können. Genau, da geht es dann so mit Schrittlänge und so Sachen, alles das, was man vielleicht schon mal gehört hat, aber wie setze ich das um? Was bedeutet das jetzt in Zentimetern und so weiter? Also finde ich spannend, finde ich gut. Das heißt also generell einmal Bikefitting machen wir nächstes Mal. Ja, sehr gerne. Super Idee. Und wir werden es Freu so ich machen, mich. dass es auch ziemlich einfach ist, sodass es jeder nachvollziehen kann. Ja. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig, dass es jeder nachvollziehen kann und nicht nur Spezialisten durchführen können. Genau, und ganz wichtig ist uns auch, dass wir hier keine Zwei-Mann-Show veranstalten. Nur wir beide, Kim und ich, unterhalten uns, sondern es geht um euch und wir suchen den Dialog mit euch. Das heißt, euer Feedback, eure Anregungen, eure Fragen sind uns sehr wichtig. Schreibt uns bitte auch Themen mit euren persönlichen Problemzonen. Wo tut euch was weh? Wo fühlt ihr euch unwohl auf dem Rad? Ja, das ist eine gute Idee. Dann mache ich eine kleine Studie von unserem Vlog. Ja, genau, gerne. Ne? Und unsere Experten werden dann eure Fragen hier an dieser Stelle beantworten. Und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank nochmal an dich, Kim, und bis bald dann. Tschüss. Ja, macht's gut und bleibt uns treu.